Guten Tag an alle, ich bin Peter und willkommen bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich war gestern zum ersten Mal in einem Fitnessstudio und ich hatte absolut keine Ahnung, was ich tun sollte. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Peter, das glaube ich dir sofort. Ein neues Fitnessstudio kann wirklich sehr überwältigend sein. So viele Maschinen, so viele Menschen. Wie war dein erster Eindruck? Also ich bin durch die Tür gegangen und ich habe sofort diesen riesigen Raum gesehen. Überall waren Maschinen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich wusste wirklich nicht, wo ich anfangen sollte. Kennt ihr das Gefühl, liebe Zuhörer? Habt ihr auch schon einmal etwas Neues ausprobiert und wusstet nicht, wie es geht? Ich glaube, das kennen viele Menschen. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Mal im Fitnessstudio. Ich habe einfach neben einer Maschine gestanden und so getan, als ob ich wüsste, was ich mache. Aber ich hatte keine Ahnung. Was hast du dann gemacht, Peter? Zuerst habe ich versucht, so zu tun, als ob ich alles weiß. Ich bin langsam durch das Studio gegangen und habe die Maschinen angeschaut, aber dann habe ich eine Frau gesehen, die sehr freundlich aussah. Sie hat mir ein Lächeln gegeben und ich habe gedacht, jetzt oder nie. Ich muss sie fragen. Oh, das ist wirklich mutig. Es ist manchmal schwer, um Hilfe zu bitten, besonders wenn man neu irgendwo ist. Und was hast du gesagt? Wie hast du die Frage gestellt? Ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Ich bin neu hier und weiß nicht, wie ich diese Maschine benutzen soll. Sie war sofort sehr hilfsbereit. Sie hat sich die Zeit genommen und mir alles erklärt. Das ist wunderbar. Liebe Zuhörer, das ist ein sehr wichtiger Satz. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Ich bin neu hier. Das ist höflich, klar und sehr nützlich. Könnt ihr diesen Satz laut wiederholen? Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Genau, die Frau hat mir erklärt, wie das Laufband funktioniert. Auf Deutsch heißt das Laufband. Ich bin auf das Laufband gestiegen und sie hat mir gezeigt, wie man die Geschwindigkeit einstellt. Sie hat gesagt, drücken Sie hier auf den grünen Knopf, um zu starten. Das klingt gut. Das Laufband ist eine der bekanntesten Maschinen im Fitnessstudio. Viele Anfänger beginnen damit, weil es einfach zu bedienen ist. Aber es gibt auch wichtige Sicherheitsregeln. Hat sie dir davon erzählt? Ja, sie hat mir gesagt, dass ich immer den Sicherheitsgurt befestigen soll. Das ist so ein kleiner roter Clip, den man an der Kleidung befestigt. Wenn man fällt, stoppt das Laufband automatisch. Das fand ich sehr wichtig und auch beruhigend. Absolut. Sicherheit im Fitnessstudio ist sehr wichtig. Liebe Zuhörer, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, fragt immer nach den Sicherheitsregeln. Ihr könnt sagen, können Sie mir die Sicherheitsregeln erklären? Das zeigte, dass ihr verantwortungsbewusst seid. Peter, was kam nach dem Laufband? Nach dem Laufband wollte ich die Hanteln ausprobieren. Auf Deutsch heißen die kleinen Hanteln Kurzhanteln. Ich habe die schweren Hanteln gesehen und gedacht, das sieht doch einfach aus. Ich hebe das einfach hoch. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung von der richtigen Technik. Oh nein, Peter, Hanteln sind nicht so einfach, wie sie aussehen. Man braucht die richtige Technik, sonst kann man sich verletzen. Was ist passiert? Ich habe eine Hantel genommen, die viel zu schwer für mich war. Ich konnte sie kaum heben. Ein Trainer im Studio hat das gesehen und ist sofort zu mir gekommen. Er hat sehr freundlich gesagt, darf ich Ihnen zeigen, wie man das richtig macht? Das war wirklich Glück, dass der Trainer es gesehen hat. Liebe Zuhörer, das ist auch ein sehr nützlicher Satz. Können Sie mir zeigen, wie man das richtig macht? Das ist sehr höflich und ihr könnt ihn überall verwenden, nicht nur im Fitnessstudio. Der Trainer hat mir erklärt, dass ich zuerst mit leichten Hanteln anfangen soll. Er hat gesagt, dass die richtige Technik wichtiger ist als das Gewicht. Er hat mir gezeigt, wie ich die Hantel richtig halte und wie ich meinen Rücken gerade halte. Das war wirklich sehr hilfreich. Das ist ein goldener Rat. Im Fitnessstudio sagt man oft Technik vor Gewicht. Das bedeutet, dass man zuerst lernen muss, eine Übung richtig zu machen, bevor man schwere Gewichte benutzt. Peter, hast du nach dem Hanteltraining noch andere Maschinen ausprobiert? Ja, ich war sehr neugierig auf die Beinpresse. Das ist eine Maschine, bei der man mit den Beinen drückt. Ich habe einen Mann gesehen, der sehr viel Gewicht auf der Maschine hatte und ich wollte das auch probieren. Aber diesmal war ich klüger. Ich habe gefragt, Du hast gelernt. Was hast du gemacht? ich bin zu dem Mann hingegangen und habe gefragt, Entschuldigung, können Sie mir erklären, wie diese Maschine funktioniert? Er war sehr nett und hat mir alles Schritt für Schritt erklärt. Er hat auch gesagt, wie ich das Gewicht für mein Niveau einstellen soll. Sehr gut, Peter. Liebe Zuhörer, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ihr eine Maschine nicht kennt, fragt immer jemanden. Ihr könnt sagen, wie funktioniert diese Maschine? Oder können Sie mir erklären, wie ich das benutze? Das sind sehr nützliche Fragen im Fitnessstudio. Der Mann hat mir auch erklärt, wie ich die Sitzposition auf der Beinpresse einstelle. Das war wichtig, weil jeder Mensch anders groß ist. Er hat gesagt, Sie müssen den Sitz so einstellen, dass Ihre Knie einen rechten Winkel bilden. Danach hat die Übung viel besser funktioniert. Genau, viele Maschinen im Fitnessstudio kann man anpassen. Das nennt man Einstellen. Wenn ihr eine Maschine benutzt, könnt ihr fragen, wie stelle ich das für meine Körpergröße ein?
Habt ihr schon einmal eine Maschine oder ein Gerät angepasst? Schreibt es gerne in die Kommentare. Nach der Beinpresse wollte ich noch das Rudergerät ausprobieren. Das ist eine Maschine, bei der man so sitzt, als ob man in einem Boot rudert. Es sieht sehr lustig aus. Ich habe mich hingesetzt und versucht, die Bewegung nachzumachen. Aber ich glaube, ich sah sehr komisch aus. Ha! Das Rudergerät ist tatsächlich nicht so einfach, wie es aussieht. Die Bewegung muss koordiniert sein. Man zieht mit den Armen und drückt gleichzeitig mit den Beinen. Hat jemand dir geholfen? Ja, ein anderer Besucher hat mich beobachtet und freundlich gelacht. Er hat gesagt, darf ich Ihnen einen Tipp geben? Und natürlich habe ich ja gesagt, er hat mir erklärt, dass die Bewegung zuerst mit den Beinen beginnt, dann der Rücken und zuletzt die Arme kommen. Das ist die korrekte Technik beim Rudern. Zuerst die Beine, dann der Rücken, dann die Arme. Liebe Zuhörer, ist das nicht interessant? Fitness ist wie eine Sprache. Man muss die richtige Reihenfolge lernen. Und so wie beim Sport gilt auch beim Deutschlernen, Schritt für Schritt. Das finde ich einen wunderbaren Vergleich. Und weißt du was, Adele? Ich habe am Ende des Trainings noch etwas sehr Wichtiges gemacht. Ich habe den Trainer gefragt, können Sie mir einen Trainingsplan erstellen? Er war sehr freundlich und hat ja gesagt. Wow, Peter, du hast an deinem ersten Tag schon sehr viel gelernt. Liebe Zuhörer, lasst uns die wichtigsten Sätze kurz zusammenfassen. Das sind eure Werkzeuge für das Fitnessstudio. Sehr gerne. Hier sind die wichtigsten Sätze. Erstens, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Zweitens, können Sie mir erklären, wie diese Maschine funktioniert? Drittens, wie stelle ich das für meine Körpergröße ein? Und weiter. Können Sie mir die Sicherheitsregeln erklären? Können Sie mir zeigen, wie man das richtig macht? Und schließlich, können Sie mir einen Trainingsplan erstellen? Liebe Zuhörer, welcher Satz gefällt euch am besten? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde den ersten Satz am wichtigsten. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Mit diesem Satz kann man fast alles lösen. Und er ist sehr höflich. In Deutschland ist Höflichkeit sehr wichtig, besonders wenn man jemanden nicht kennt. Das stimmt. In Deutschland sagt man zu unbekannten Erwachsenen Sie und nicht du. Das nennt man die Höflichkeitsform. Wenn man jemanden gut kennt, kann man du sagen. Aber im Fitnessstudio mit fremden Menschen sollte man immer Sie benutzen. Habt ihr das gewusst? Das ist ein sehr wichtiger Hinweis für unsere Zuhörer. Adele, gibt es noch andere Dinge, die man im deutschen Fitnessstudio wissen sollte? Zum Beispiel kulturelle Gewohnheiten? Ja, definitiv. In deutschen Fitnessstudios ist es zum Beispiel üblich, ein Handtuch mitzubringen. Man legt das Handtuch auf die Maschine, bevor man sie benutzt. Das ist aus hygienischen Gründen. Wenn man kein Handtuch hat, kann man meistens eines am Empfang ausleihen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Bei meinem ersten Besuch habe ich kein Handtuch mitgebracht. Zum Glück hat mir jemand gesagt, haben Sie ein Handtuch dabei? Und ich konnte dann eines ausleihen. Ohne den Hinweis hätte ich es nicht gewusst. Das zeigt wieder, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen zu sprechen. Liebe Zuhörer, wenn ihr etwas nicht wisst, fragt einfach. Die meisten Menschen im Fitnessstudio sind sehr hilfsbereit und freundlich, besonders zu Anfängern. Ich möchte noch über einen wichtigen Moment an meinem ersten Tag sprechen. Als ich fertig trainiert hatte, wollte ich duschen. Ich wusste aber nicht, wo die Duschen sind. Also habe ich gefragt, Entschuldigung, wo sind die Duschen bitte? Das ist auch ein wichtiger Satz. Wo sind die Duschen? Wo sind die Umkleideräume? Wo sind die Schließfächer? Das sind alles sehr praktische Fragen, wenn man neu in einem Fitnessstudio ist. Liebe Zuhörer, kennt ihr das Wort Schließfach? Das ist ein kleiner Schrank, in dem man seine Sachen aufbewahren kann. Ja, im Fitnessstudio lässt man seine Tasche und seine Wertsachen im Schließfach. Manche Studios haben auch elektronische Schließfächer mit einem Zahlencode. Und die Umkleideräume sind getrennt für Männer und Frauen. Auf der Tür steht Herren für Männer und Damen für Frauen. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Herren und Damen. Diese Wörter sieht man nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch auf öffentlichen Toiletten und in vielen anderen Orten. Merkt euch, Herren bedeutet Männer und Damen bedeutet Frauen. Ich möchte noch über das Aufwärmen sprechen, weil das sehr wichtig ist. Der Trainer hat mir erklärt, dass man mindestens 5 bis 10 Minuten aufwärmen sollte, zum Beispiel auf dem Ergometer oder dem Laufband. Das Aufwärmen schützt die Muskeln und die Gelenke. Absolut richtig. Das Aufwärmen ist sehr wichtig. Wenn man kalt trainiert, kann man sich leicht verletzen und am Ende des Trainings sollte man sich auch abkühlen und dehnen. Das hilft gegen den Muskelkater am nächsten Tag. Muskelkater, das ist dieses unangenehme Gefühl in den Muskeln nach dem Training. Liebe Zuhörer, kennt ihr das Wort Muskelkater? Kater bedeutet normalerweise eine männliche Katze. Aber Muskelkater hat nichts mit Katzen zu tun. Es bedeutet Muskelschmerzen nach dem Sport. Ha, das ist wirklich ein lustiges deutsches Wort. Die deutsche Sprache hat so interessante Ausdrücke. Liebe Zuhörer, welche lustigen deutschen Wörter kennt ihr noch? Schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen wirklich alle eure Nachrichten. Ich möchte alle unsere Zuhörer ermutigen. Wenn ihr ein Fitnessstudio besuchen wollt, traut euch. Und wenn ihr Deutsch üben wollt, traut euch auch. Fehler machen ist völlig normal. Jeder Anfänger macht Fehler. Das Wichtigste ist, dass man nicht aufgibt und weitermacht.
Wunderschön gesagt, Peter. Das gilt auch für das Deutschlernen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr Fehler macht. Fehler sind Teil des Lernprozesses. Je mehr ihr übt, desto besser werdet ihr. Abonniert unseren Kanal Wow Spoken German, damit ihr keine Episode verpasst. Und vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben. Sagt uns, geht ihr ins Fitnessstudio? Welchen Sport macht ihr? Habt ihr schon einmal auf Deutsch nach dem Weg oder nach Hilfe gefragt? Wir freuen uns sehr auf eure Antworten. Wir machen diesen Podcast für euch und eure Ideen sind uns sehr wichtig. Wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen, schreibt das bitte in die Kommentare. Eure Vorschläge helfen uns, immer bessere Episoden für euch zu machen. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Es war eine wunderbare Episode und ich hoffe, ihr habt viel Neues gelernt. Denkt daran, Deutsch lernen macht Spaß, besonders mit Wow Spoken German. Guten Tag und bis zur nächsten Episode. Bleibt neugierig, bleibt motiviert und übt weiter Deutsch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Bis bald bei Wow Spoken German.